ganz herzliches Willkommen zur Global Business Impact Series 2021. Mein Name ist Felix Mehntgen. Ich bin seit gut 2 Jahren bei der BOC in Winterthur als Berater im Bereich des Prozess- und Enterprise Architecture Management tätig. Und die Berner Kantonalbank durfte ich in diesem Zusammenhang bei der Einführung des Prozessmanagements mit Adonis NP begleiten und freue mich nun sehr, dass uns Bernd Reinshagen anhand eines konkreten Projekts aufzeigen wird, wie Sie das Thema Prozessmanagement mit Adonis heute gewinnbringend einsetzen und ja, die konkreten Ergebnisse eben der täglichen praktischen Arbeit mit unseren Tools zu sehen und dabei unsere Kunden auf dem Weg zur Erreichung ihrer Ziele zu begleiten. Freut mich immer besonders, so dass ich schon ganz gespannt bin auf deine Einblicke, Bernd, und übergebe dir nun sehr gerne das Wort. Ja, merci Felix. Nochmal vielen Dank an dich und Bock für die Einladung, dass wir die Chance haben, uns präsentieren zu können. Mein Name ist, wie gesagt, der Bernd Reinshagen. Ich bin im Prozessmanagement bei der Berner Kantonalbank in Bern angestellt. Und eben wir sind seit gut 1,5 Jahren jetzt User auch vom Modellierungstool Adonis. Was haben wir heute vor? Kurz zusammengefasst. Wir zeigen euch, warum wir was gemacht haben. Wir zeigen euch dann, wie wir da vorgegangen sind und wie und was wir gemacht haben. Wir zeigen dann, wie wir zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind, was es für Auswirkungen hatte. Und am Ende mit der Vorstellung wird euch der Felix nochmal zeigen, wie wir das Ganze, was wir gemacht hätten, auch mit dem entsprechenden Tool noch effizienter hätten gestalten können. So, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Wir schauen uns gleich ein Beispiel aus dem Bereich bei uns anlegen, respektive aus der Anlageberatung an. Und die gute Zeitschrift Bilanz hat die Berner Kantonalbank mal wieder zur besten Anlagebank der Schweiz gekürt. Aber auch die beste Anlagebank der Schweiz kämpft mit großen Herausforderungen. Das ist kein Geheimnis. Wir müssen auch etablierte Prozesse aus alten Systemen müssen wir transformieren, damit sie schlanker, digitaler und effizienter sind. Und wir müssen auch schauen, dass wir eigentlich von der klassischen Beratung, die irgendwie Unterschriften von Kunden vor Ort bedingt, irgendwie auf andere Medien kommen. Dabei sind wir natürlich auch finanziellen Restriktionen ausgesetzt, sprich auch die Berner Kantonalbank hat irgendwo einen Margen- und Kostendruck. Sprich, es gibt ganz viele tolle Ideen, wie wir das Kundenerlebnis irgendwie steigern könnten, aber müssen dabei natürlich auch immer schauen, dass jedes Vorhaben, was wir durchführen, irgendwo auch dazu dient, unsere eigene Effizienz zu steigern. Das heißt, als Folge Business Cases, die in Gremien vorgestellt werden, müssen deutlich fundiertere Aussagen über die Kosten und den Aufwand von den Ist-Prozessen und auch die Effizienzgewinne machen, als das vorher schon mal war. Und kleiner Teaser, wer denn jetzt neugierig geworden ist, wie denn diese tolle Anlageberatung aussieht bei der Berner Kantonalbank, unter dem Link könnt ihr euch sogar online einen entsprechenden Beratungstermin ausmachen. Das kennen sicherlich alle, die schon mal in Projekten mitgewirkt haben. Ihr müsst das bitte nicht lesen. Es ist eine schriftliche Beschreibung eines Prozesses und daraus kann man rauslesen, da wird noch Late Scanning betrieben, sprich Papier wird ausgedruckt, unterschrieben, es wird dosiert, kontrolliert, hin und her geschickt und vieles mehr. So, und das kennt jeder von euch, von uns, der schon mal mit Prozessen oder mit Projekten zu tun hat. Wenn man es genau liest mit der Analystenbrille, gibt es da viele Medienbrüche etc., was den Prozess eigentlich unschön macht. Das heißt, jeder, der es sieht und erkennt, würde sofort sagen, so ein wichtiger Prozess, da müssen wir was machen. Prio 1, sofort das Budget freigeben etc. Für alle, die es nicht kennen, die nicht was im Tagesgeschäft haben, ist aber sehr schwer, hier eine Komplexität herauszulegen.
und auch das Gespür für Einsparung zu finden. So, und dazu kommt natürlich auch die nachher über die Budgets entscheiden, die haben vielleicht gar nicht die Zeit und die Muße oder das Prozentverständnis daraus überhaupt abzuwickeln, wie komplex das sein kann. Deswegen hat es bei uns auch konkret irgendwo ein bisschen geharzt mit der Genehmigung des Projektantrages, der dazu gehörte. Und wir hatten uns gedacht, dann kam die Anfrage ans Prozessmanagement, wie können wir das denn irgendwie besser machen? Und dann haben wir gesagt, ihr kennt ja das Sprichwort, ein Prozessmodell sagt mehr als 263 Wörter aus diesem Text. Sind wir also rangegangen, den Ist-Prozess im ersten Schritt zu modellieren. Warum ist das erforderlich? Das hängt natürlich immer davon ab, wie in euren Häusern eigentlich Prozesse schon dokumentiert sind. Bei uns war es das Thema, dass eigentlich die Modelle, die wir haben, irgendwo auf einer Ebene Happy Path sind und Arbeitsanweisungen etc. logischerweise entsprechend detaillierter sind, damit die betroffenen Mitarbeiter auch schaffen können. Das hat bei uns dann dazu geführt, dass wir, als wir angefangen haben mit dem Adonis die Prozesse modellieren, es irgendwie sehr komplex wurde, dass man es gar nicht mehr lesbar darstellen konnte und wir als erstes dann schlauerweise eine kleine Prozesslandkarte erstellt haben und den Hauptprozess halt in 4 Teilprozesse aufgeteilt haben. Wir haben es dann auch noch ein bisschen gemixt für die Profis, damit Leute es auch verstehen können. Sprich, wir haben dann in hier den Anlageprozess dann auch allgemeine Teile aus den Logistikprozessen eingefügt. So, und die ersten beiden Teilprozesse schauen wir uns mal gleich genauer an. So, hier sehen wir halt einen klassischen Prozess, Profilierungsdokumente erstellen. Der sieht ziemlich harmlos aus und es ist eben für den Case eine klassische Beratung. Ihr habt ja auch die Nachrichtenflüsse zum Kunden. Der sitzt unserem Finanzcoach in einer BKW-Filiale gegenüber. Man kommt irgendwie zum Handkuss und es wird ein Vertrag ausgedruckt oder Dokumente, die werden unterschrieben. Der Kunde bekommt sein Exemplar und dann geht das Bankexemplar in die weitere Verarbeitung. Insgesamt besteht der Prozess gerade mal aus 14 Elementen und eine Triage habt ihr hier natürlich keine gesehen. Das ist aber der Happy Path, den wir dokumentiert haben und den die meisten Leute bei uns auch im Haus haben, bis auf die damit arbeiten müssen. Deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, wir machen mal einen Real Path, skizzieren wir. Und dann haben wir nämlich eigentlich festgestellt, auch als Prämisse, wir haben Kundenverhalten, was sich geändert hat. Wir haben jetzt Corona-Maßnahmen, sprich die klassische Face-to-Face-Beratung in der Filiale hat deutlich an Stellenwert abgenommen und die Anlagekunden werden auch bei uns entweder am Telefon oder in einem Videochat, in einem Sky-Meeting oder ähnliches bedienen. So, und wenn wir das berücksichtigen, haben wir auf einmal einen Prozess, der deutlich höher ist, so dass er hier auf der Folie hier im Slide schon gar nicht mehr richtig lesbar ist. Und wenn wir jetzt die Varianten, die wir haben, berücksichtigt haben, sind jetzt ist unser Real Path Prozess schon auf 45 Prozesselemente gewachsen und 3 Triagen. Und dazu müssen wir sagen, eigentlich wäre die Komplexität noch viel höher für die Analysten, denn wir haben verschiedene Fälle, die auftreten könnten und sehr arbeitsaufwendig sein. Die haben wir uns aus Kapazitätsgründen im Projekt gar nicht mehr angeschaut. Der Teufel steckt im Detail und deswegen schauen wir uns nur mal zur Veranschaulichung, schauen wir uns mal den ersten Teil noch mal genauer an. Nach einem Closer Look, und da könnt ihr oben sehen, oben ist immer noch der klassische Kanal, der Kunde vor Ort ist und unterschreibt und alles gut. So, und darunter haben wir jetzt die Kanäle, dass die Beratung telefonisch ist.
Das heißt, die Komplexität erhöht sich, weil auf einmal muss der Finanzcoach bei uns, der muss ja noch irgendwie ein Anschreiben generieren. Den Kunden bittet, hier sind deine Dokumente, die musst du unterschreiben. Er muss wahrscheinlich noch irgendwie Post-it auf dem Dokument machen oder eine Textmarke, er muss gewisse Sachen machen. Wenn der Kunde eine E-Mail haben möchte, muss er noch schauen, ob wir überhaupt eine Vereinbarung haben, dass wir ihm Geschäftsdokumente zusenden können. Da muss er noch ein Schreiben machen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir den Prozess nicht anpassen, haben wir jetzt mit den neuen Kanälen, produzieren wir logischerweise mehr Sachkosten und der administrative Aufwand für eine derartige Beratung wird für jeden Coach und damit auch für die ganze Bank deutlich teurer oder höher und eben administrativer Aufwand, das frisst Ressourcen oder Zeit, die unsere Finanzcoaches natürlich besser in die Beratung von Kunden oder in die Akquise von Neukunden investieren sollten. Dann haben wir einen Prozess, der ist intern aus unserer Logistik, der ist auch relativ schlank. Wenn Sie da kommen und die Dokumente fürs Late Scanning aufbereiten, da gibt es einfach nur eine technische Triage. So. Aber der Real Path sieht dann auch schon wieder anders aus, denn der Teufel steckt im Detail und allem, was manuell irgendwo gemacht wird, alle manuellen Kontrollen, hat es leider logischerweise immer ein gewisses Fehlerpotenzial. So, und wenn wir uns hier den ersten Teil anschauen, haben wir halt festgestellt bei uns jetzt im Closer Look, dass, wie gesagt, es können Fehler passieren. Das heißt, bei der Verarbeitung der Dokumente des Late Scanning kann es passieren, dass sie nochmal festgestellt hat, dass irgendwo immer noch eine Unterschrift fehlt und diese Dokumente dann in unserem Fall zum entsprechenden Finanzcoach zurück in die Filiale geschickt werden, damit der dann nochmal den Kunden entsprechend kontaktiert. Alles sehr mühsam, logischerweise, aber eben, es ist halt einem klassischen Prozess und einem klassischen Beratungsansatz so geschuldet. Fassen wir das Ganze zusammen. Der Komplexität, hier ist nochmal unsere Landkarte. Wenn wir sagen, der Happy Path aus allen 4 Teilprozessen besteht maximal aus 45 Prozesselementen. Man hat eine Etage und beim Real Path sieht es deutlich komplexer aus. Hier sind viel mehr Unwägbarkeiten möglich. Nochmal zur Erinnerung, der Happy Path, oder fangen wir an, der Real Path, der ist das Basiswissen, sagen wir mal, für alle Prozessbeteiligten. Die müssen ja irgendwo auch im Kopf haben und wissen für ihre tägliche Arbeit, was alles passiert. Und bei allen Triagen, die auftreten können, müssen die natürlich auch wissen, was zu machen und zu tun ist. Alle anderen im Haus, gerade auch bei uns, wahrscheinlich in euren Häusern auch, die haben natürlich immer den Happy Path vor Augen, irgendwo eine allgemeine Vorstellung und fragen sich, ja, wo ist denn eigentlich das Problem? So, jetzt kommen wir schon zum dritten Teil. Wir haben natürlich gesagt, ja, was bedeuten denn jetzt diese Real Path Modelle? Können wir Aussagen treffen, wie teuer so ein Prozess ist, wie hoch unsere Prozesskosten sind, welchen Aufwand wir damit haben. Und da muss man natürlich sagen, so wie wir es jetzt machen, können wir es noch nicht. Also haben wir uns dran gesetzt, um das Ganze mal zu analysieren und auszuwerten. Das ist eine schöne Tabelle, die allerdings dann das Ergebnis unserer Bemühungen waren. Und ja, wie sind wir denn dahin gekommen? Jetzt muss man vorweg sagen, die BKB hat das Modul Simulation noch nicht lizenziert, sprich, wir sind in einem ersten Schritt, haben wir alle Prozessmodelle, haben wir mit der Export-Funktionalität Adonis ins Excel übertragen.
Dazu haben wir sie dann entsprechend aufbereitet, mussten natürlich mit Cut und Paste irgendwie es so verdichten, dass eigentlich nur noch die relevanten Attribute und Daten übergeblieben sind. Wir haben es dann entsprechend erweitert. Wir haben dann mit Interviews mit den Betroffenen, mit Schätzungen und was man so alles machen kann, haben wir versucht, aussagekräftige Zeiten für jede Aktivität, jedes Prozesselement zu ermitteln. Und haben dann logischerweise auch die Fälle, die wir haben, die bei den Triagen entstehen können, die haben wir hier, da gibt es eine Spalte Fall, die haben wir jetzt auch versucht zu substituieren, damit wir weiterkommen. Nur als kleines Beispiel für die, die mitgelesen haben. Der Fall F plus D plus A heißt halt, der Finanzcoach macht was in der telefonischen Beratung und das ist für alle Filialtypen der BKB ist das ein Fall. Das hat natürlich sehr viel Aufwand gekostet und hier ist auch schon sehr viel Know-how aus der Business-Analyse und Prozessmanagement nötig gewesen und eingeflossen. Und kleiner Spoiler für das, was der Felix euch am Ende erzählen wird. Das Ganze ist natürlich fallbezogen, sprich die Methoden können wir wieder anwenden, aber bei jeder weiteren Betrachtung von Prozessen auf diesem Level müssten wir das Ganze natürlich mit dem Excel-Weg nochmal von vorne starten. So, als nächstes haben wir dann ganz viele Parameter definiert, nämlich insgesamt 40 und geschaut, was die für einen Einfluss auf den Aufwand in Prozesskosten haben. Das sind dann teilweise absolute Werte gewesen. Wir haben Verrechnungssätze, kalkulatorische Ansätze genommen. Und wenn noch jemand sieht, so Fehlerraten oder Anzahl an Volumen, da konnten wir jetzt nicht auf die Schnelle absolute Werte bekommen. Jetzt eine große Auswertung gemacht. Aber wir haben Erfahrungswerte eingesetzt und das Ganze haben wir entsprechend dann eben iterativ versucht zu verfeinern und etliche Felder auf diesem Excel-Sheet, die hier zugrunde liegt, die wurden verlinkt, sodass wir sagen könnten, wir konnten dann auch die Fehlerraten einfach mal andere Werte einsetzen, um zu schauen, was denn da mal letztlich bei rauskommt. Nochmal ein Disclaimer, das sind natürlich jetzt hier Beispielwerte, keine absoluten Werte der BKB. So, und das natürlich auch nochmal als Disclaimer hier eingeführt, diese ganzen Fälle zu darstellen, da ist sehr viel Gehirnschmalz und Zeit auch eingeflossen, um da entsprechende Excel-Formeln überhaupt zu machen, um nachher dann auf dem Management-Summary-Blatt auch entsprechende Zahlen generieren zu können. So, und was ist das Ergebnis gewesen? Wir haben eben die Sachkosten berechnet und den Aufwand. Jetzt ist auf den Aufwandsblättern, was natürlich spannend ist, sind da so Post-its gelandet, aber bitte Verständnis dafür haben, welches Haus brüstet sich schon damit, dass es viel Aufwand mit alten Prozessen erzeugt. Was waren die Auswirkungen von dem Ganzen? So, die Komplexität konnte eindrucksvoll beschrieben werden bei den Projektsitzungen, dass vorher Unbeteiligten allein schon die Modelle im Ausdruck, großen Ausdruck gezeigt hat, Kopfschütteln kann doch gar nicht sein. So arbeiten wir noch im 21. Jahrhundert etc. Wurde, wie gesagt, eindrucksvoll beschrieben. Dann konnten wir eben, wie wir gezeigt haben, die Prozessmodelle, die wir mit dem Adonis gemacht haben, konnten wir super nutzen durch die Exportfunktion, um wirklich weiterführende Analysen damit zu machen. Eben,
Es wurde nicht nur die Komplexität wurde irgendwo eindrucksvoll beschrieben, sondern es wurde auch ein Bewusstsein geschafft, dass irgendwo hier wirklich mal die Prozesse optimiert werden müssten. Und wir konnten wirklich sagen, nachdem wir uns mit verschiedenen Stakeholdern abgestimmt haben und diese Parameter irgendwo nach deren Gusto auch noch angepasst haben, konnten wir wirklich sagen, irgendwo zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sind das die Sachkosten, die wir für den Ist-Prozess haben, und das ist auch der Aufwand, den das bei den Beteiligten in der BKB verursacht. Und als Folge wurde in der nächsten Projektsitzung das Budget für das hier bezogene Projekt und den Sollprozess wurde anstandslos genehmigt. Ich zeige jetzt noch einmal ganz kurz hier den Sollprozess. Wir schauen uns gleich nochmal in Adonis an, damit man die Zahlen ein bisschen besser erkennen kann. Wir haben jetzt insgesamt der ganze Prozess mit der Beratung besteht jetzt gerade mal nur noch aus 29 Prozesselementen. Es gibt keine Müllbrüche mehr und die Triagen sind auch technischer Natur. So, es wird beinhalten, dass eigentlich alles, was der Coach vormals irgendwie noch administrativ ausführen müsste oder anstellen müsste, jetzt durch entsprechende Service im Hintergrund erledigt wird. Und dadurch, durch die Automatisierung, haben wir irgendwie auch kein Potenzial mehr, dass irgendwo ein Prozess fehlerhaft sein könnte. So, und das jetzt nochmal zum Abschluss des verbalen Teils. Der Sollprozess kostet natürlich auch was. Das haben wir im Business Case natürlich den Ist-Kosten und den Ist-Aufwand gegenübergestellt. Aber man muss ja hier nicht alles zeigen und nicht alle Geschäftsverhältnisse der Öffentlichkeit preisgeben. Was wir hier noch gemacht haben, um mal zu sagen, in der ersten Ausbaustufe arbeiten wir immer noch mit Papier. Das werdet ihr gleich sehen. Es wird aber zentral und ganz anders produziert und den Kunden zugestellt. Und in der zweiten Aufbaustufe versuchen wir das auch entsprechend komplett zu digitalisieren. Und was auch ein schöner Nebeneffekt ist, Diskussionen, die wir auch mit Compliance, Legal und anderen geführt haben eigentlich auch dazu geführt, dass wir hier einen kleinen Paradigmenwechsel durchgeführt haben. Sprich, der Kunde muss bei uns diese Profilierungsdokumente, um die es geht, muss er künftig nicht mehr unterschreiben. Er muss sie nur noch Kenntnis nehmen und sagen, wenn er irgendwas sich falsch wiedergegeben fühlt, dass er dann nochmal Kontakt aufnimmt. Sprich, er macht nur noch eine Unterschrift unter seinem Anlagevertrag und das war's dann. Das ist also jetzt das Modell vom Sollprozess in Adonis. Viel aufgeräumter, viel schlanker. Und wenn wir uns jetzt mal kurz da reinzoomen, um uns auch die Triagen anzuschauen, sehen wir, dass die auch vornehmlich technischer Art sind. Jetzt wird der Finanzcoach eine Beratung durchführen, wird den Kunden weiterhin nach seinen Kenntnissen, nach seinem Risiko, Appetit etc. fragen und wird in einem Tool etwas machen, und das Tool schaut dann eigentlich schon, ob es überhaupt irgendwie einen Bedarf gibt, dem Kunden neue Profilierungsdokumente zuzustellen. Und wenn dem so ist, generiert das Tool auch entsprechend Dokumente und schickt das Ganze irgendwo an einen zentralen Dienstleister, wo die Dokumente dann ausgedruckt werden und dem Kunden zugestellt werden. Wie gesagt, keine Unterschriften mehr erforderlich. Das ist ein ganz anderer Prozess, Herangehensweise. Und der Kunde muss logischerweise nichts mehr unterschreiben. Und die ganzen Triagen und Rückkopplungen und Schleifen, die wir damit hatten, entfallen. Und damit gebe ich weiter an den Felix. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in eure praktische Arbeit, Bernd. Schön auch am Ende hier nochmal
den Sollprozess zu sehen, diese Ergebnisse. Und ja, ich denke, insgesamt hat man sehr gut gesehen, wie er mit dem professionellen Prozessmanagement eben transparent und nachvollziehbar die Komplexität von einem so schön Real Path darstellen kann. Und eben mindestens auch genauso wichtig, neben dieser Komplexität des Real Paths auch damit die Grundlage zu schaffen für eine Optimierung dieser Abläufe im Unternehmen. Und ja, du hast es ja schon angesprochen auch, dass ihr jetzt als Art Pilot eben diese Analyse der Business Cases noch basierend auf einem Excel-Export aus dem Adonis gemacht habt, um auch erstmal zu schauen, wahrscheinlich, wie geht man methodisch vor, was bringen mir die Ergebnisse, wie kommt das vielleicht auch beim Management an. Genau, und da habt ihr sicher auch viel Zeit reingesteckt, wahrscheinlich auch so diese Logiken ins Excel einzubauen, dass die Ergebnisse dann auch basierend auf den Parametern zum Beispiel korrekt berechnet werden, oder? Ja, ja, also da sind einige Stunden oder Tage Überzeit auch entstanden. Und wir mussten natürlich auch Broadway, der Hardway nach vorne anfangen, mussten uns ja das gedanklich alles noch zurechtlegen und überhaupt schauen, welche Parameter könnten denn überhaupt sein. Also da ist eben viel Gehirnschmalz, aber dann natürlich dann auch viel Zeit sind da reingeflossen. Ja, genau. Und dann ja, würde ich mir an dieser Stelle einfach nochmal erlauben, eben wie auch angekündigt schon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz zu zeigen, wie eben das Einsatzgebiet vom Adonis da auch erweitert werden kann, dass man die Analyse der Prozesse eben auch direkt mit der Simulation im Adonis gemacht werden kann, wie ihr das ja in Zukunft wahrscheinlich dann auch machen werdet. Deswegen zeige ich das gerne nochmal ganz kurz, wie man das dort auch machen kann. Und würde dann hier nochmal abspringen. Genau, und jetzt sind wir bei mir auf dem Rechner in einer lokalen Umgebung vom Adonis NP. Hier wieder die Startseite. Ich denke, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, sondern würde mir kurz zum Zeigen erlauben, da mal direkt in einen Prozess abzuspringen, der hier schon ausmodelliert ist. Das ist eben das Neukunde anlegen als Beispiel, was ein ausmodellierter BPMN-Prozess ist. Und wo man dann eben auch sieht, wenn man das nutzt, dass man hier auch an den verschiedenen BPMN-Objekten Simulationsdaten hinterlegen kann. Zum Beispiel bei dem Startereignis eben, wie häufig läuft jetzt dieser Prozess eigentlich durch, pro Tag, pro Woche, pro Monat, jetzt beispielsweise 50 Mal pro Tag, und kann eben auch an den Aufgaben hier entsprechende Parameter hinterlegen. Das ist mal primär die Bearbeitungszeit. Die kann ich aber auch beispielsweise als Basis für tiefergehende Analysen auch noch unterscheiden mit Bearbeitungszeit, Liegezeit und Transportzeit und hier zum Beispiel auch Kosten direkt an dieser Aktivität hinterlegen. Das sind dann primär Sachkosten, während dann eben die Personalkosten auch aus der Bearbeitungszeit und einer verantwortlichen Rolle mit einem Stundensatz entsprechend auch die Personalkosten für die Simulation berechnet werden können. Und daneben auch relevant die Entscheidungen im Prozess, oder wie es der Bernd auch Triagen genannt hat, die kann ich hier natürlich auch direkt sehr schön modellieren und entsprechend die Informationen für die Simulation auch direkt ergänzen. Hier zum Beispiel mit der 0,9, dass ich sage, in 90% der Fälle wird dieser Pfad durchlaufen und in 10% der Fälle, hier zum Beispiel ist es eine juristische Person, wird dieser Pfad durchlaufen. Das heißt eben diese Daten, die ihr dann da durch Interviews und Workshops generiert habt, wie lange brauche ich eigentlich, um so eine Aufgabe durchzuführen, wie sind die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Entscheidungen, die muss ich mir natürlich trotzdem auch generieren, habe aber dann nachher hier den Vorteil, dass wenn ich mir jetzt meinen Prozess dann simulieren möchte, dass ich das direkt hier oben im Tool machen kann. Wenn ich in die Prozessanalyse gehe, kann ich hier direkt die Simulation starten und dann eben diese Parameter direkt auswerten lassen. Ich kann hier zum Anfang noch gewisse fixe Parameter definieren, um einfach die Genauigkeit zum Beispiel zu der Simulation zu bestimmen. Wie viele Läufe sollen simuliert werden und nachher für die Kosten- und Kapazitätsplanung noch zusätzlich gewisse Parameter definieren. Ich lasse das mal einfach auf den Default-Wert, klicke mal hier auf Start. Es wird dann noch ein kurzer Check auch durchgeführt, ob das Modell denn in dem Sinne sauber modelliert ist.
und kriege dann eben hier out of the box mehr oder weniger auf Knopfdruck dann schon eine erste Übersicht eben der Zeiten und Kosten, solche Ergebnisse, wie es ja der Bernd eben auch gezeigt hat für den Prozess. Und sehe jetzt hier zum Beispiel aufs Jahr gesehen, wie es für eine Durchlaufzeit hat mein Prozess und wie viel Gesamtkosten hat er jetzt hier zum Beispiel verursacht. Ich kann mir das schön noch weiter aufschlüsseln, zum Beispiel pro Prozessdurchlauf, pro Instanz. Wie sind denn da meine Ergebnisse? Und sehe zum Beispiel, er läuft etwa 1 Stunde durch und verursacht Kosten von etwa 19 Franken. Und eben im Tool out of the box erlaubt mir dann diese hinterlegten Parameter auch hier weitere Analysen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt schauen will, pro Aktivität, wo habe ich vielleicht dort noch Optimierungspotenziale, wo habe ich vielleicht besonders viel Wartezeit oder Liegezeit in meinem Prozess, kann ich hier auch eben in die Tiefe gehen. Ich kann das Ganze auch als Kapazitätsplanungsgrundlage verwenden, indem ich dann auch zum Beispiel sehe, wie stark sind denn diese verschiedenen Rollen jetzt durch meinen Prozess ausgelastet, das wieder aufs Jahr gesehen oder auch entsprechend pro Prozess, pro Tag wieder weiter aufgeschlüsselt. Und last but not least, auch im Kontext jetzt von euch, bei der BEKB sicher relevant, dass ich eben auch diese verschiedenen Ereignisse oder Pfade genauer durchleuchten kann. Und hier sehe ich zum Beispiel im Prozess, in dem Beispiel hatten wir jetzt 3 verschiedene Endereignisse. In knapp 98% der Fälle ist der Kunde sauber nachher im System angelegt, erfolgreich, und in gut 2% der Fälle war das nicht der Fall. Und auch hier kann ich jetzt eben weiter in die Tiefe gehen, wenn ich das möchte, und mir die verschiedenen Pfade eben anschauen, die jetzt zu meinem Ergebnis hier führen, dass der Kunde im System angelegt wurde. Und seht zum Beispiel hier der Pfad 1, in knapp 50% der Fälle wird der durchlaufen. Und wenn ich da draufklicke, dann wird mir das auch im Modell angezeigt und ich sehe hier rot hinterlegt, das ist entsprechend der Happy Path, der mich dann mehr oder weniger straightforward zu meinem Endereignis führt, und habe hier zum Beispiel eine Bearbeitungszeit von 37 Minuten und sehe dann aber auch jetzt, was ist denn, wenn eben nicht der Happy Path, wenn der Real Path eintritt. Einer davon ist zum Beispiel der Pfad 2. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich hier zum Beispiel auch, okay, jetzt haben wir den Case, dass die Unterlagen nicht vollständig da sind. Ich muss hier nochmal Unterlagen nachfordern und sehe dann auch direkt, dass das etwa in 20% der Fälle tritt dieses Ereignis ein oder dieser Pfad, was mir zu einer Bearbeitungszeit von 40 Minuten, sprich 3 Minuten mehr Aufwand führt. Und genau, damit möchte ich das an dieser Stelle auch mal schon schließen und bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und vor allem auch schon mal bei dir, Bernd, für diesen interessanten Vortrag. Gern geschehen, jederzeit wieder, und allen Beteiligten weiterhin frohes Schaffen, auch mit dem Adonis.